Da denke ich, müssen wir grundsätzlich einen Bogen gehen und die Geschichte von Männlichkeit eigentlich anders herleiten, nämlich von der Frauengeschichte. Ähm, ähm, aber um eben da anzuknüpfen, kann man das schon konstatieren, dass lange Zeit die Geschichte, die aufgeschrieben worden ist, die Geschichte von Männern gewesen ist, mit handelnden Männern, ganz wesentlich. Das ist aber dann nicht als eine Geschichte aufgeschrieben worden, in der man irgendwie über Geschlecht nachgedacht hätte, sondern das ist einfach so gewesen. Ja, und das wurde dann auch als die allgemeine Geschichte gesetzt. Ja. Und dann, und das muss man ja auch konstatieren, mittlerweile seit einem halben Jahrhundert, seit den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, ist dann so etwas wie eine Frauengeschichte entstanden. Und die Motivation der Frauengeschichte war zunächst auch vor allem, zu schauen, wo waren eigentlich Frauen, die in der Geschichte als Handelnde markierbar sind. Also gewissermaßen wurde eine Geschichte hinzugefügt und Frauen wurden als Akteurinnen der Geschichte hinzugefügt. Dann hat man aber sehr schnell 70er, 80er Jahre gesagt, das reicht so nicht. Ja. Wir müssen eigentlich viel eher verstehen, wie Geschlecht als analytische Kategorie, als eine Kategorie, die darüber bestimmt, ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber sagen wir mal, das beeinflusst oder mitbestimmt, wer wie an Gesellschaft teilhaben kann, was wir überhaupt wie verstehen, was wir wie wahrnehmen. Also wenn wir Geschlecht als solches verstehen wollen, als eine analytische Kategorie, und das müssen wir tun, wenn wir verstehen wollen, wie Macht in Gesellschaft funktioniert, wie Macht verteilt ist, wie sich wer einbringen kann, dann reicht es nicht nur in Anführungszeichen auf Weiblichkeiten zu schauen. Also wenn ich zum Beispiel verstehen will, wie politische Partizipation in einer modernen demokratischen Gesellschaft lange funktioniert hat und vielleicht auch heute immer noch funktioniert, dann ist es wichtig, sich auch über Männlichkeit Gedanken zu machen. Und also insofern hätte man hier einen ganz anderen Zugriff, der eben darauf ausgerichtet ist, Geschlecht als ein Ordnungsmuster zu verstehen und der auch versucht zu verstehen, wie Männlichkeit und Weiblichkeit, Mannsein, Frausein, Dinge, die als männlich oder weiblich oder vielleicht irgendwie dazwischen kodiert werden, ineinander greifen und miteinander interagieren. Und also deswegen hat eine Männlichkeitsgeschichte einen ganz anderen Anspruch sozusagen, eine ganz andere Zielrichtung. Also erstmal würde ich da festhalten wollen, dass Männlichkeitsgeschichte als Geschlechtergeschichte jedes Thema behandeln kann, weil es ist kein Thema oder sogar behandeln muss. Oder anders formuliert, also man sollte jedes Thema auch aus einer geschlechterhistorischen Perspektive betrachten, weil es eben kein Thema ist, sondern eher eine analytische Perspektive, ein bestimmter Zugriff, ein bestimmter Blickwinkel auf Geschichte. Und deswegen würde ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, Museen entsprechend umzustrukturieren, weil man nicht einfach irgendwo eine Ecke dazufügen muss, sondern weil man den Blickwinkel auf die Geschichte verändern muss. Trotzdem hat es natürlich Felder gegeben, Bereiche gegeben, in denen sich eine Männlichkeitsgeschichte, sagen wir mal, als erstes oder am prägnantesten entwickelt hat. Und ein erstes Feld wäre die Sexualitätsgeschichte. Da sind wir auch wieder so ein bisschen beim Patriarchat vom Anfang. Also welche Rolle spielt eigentlich Sex in einer durch männliche Macht geprägten
Gesellschaft auf der einen Seite und dann, wer aber auch sehr stark war in der Sexualitätsgeschichte und die sehr nach vorne getrieben hat, war die schwule Geschichte seit den 70er Jahren, wo es dann eben auch starke Allianzen und Solidaritäten mit der Frauengeschichte gegeben hat. Ein zweiter Bereich, der sehr prägnant sich auch entwickelt hat, ist der männlicher Sozialität, könnte man das nennen. Also wo kommen Männer in Gruppen zusammen und wo entsteht dann so etwas, das wir vor allem unter dem Stichwort Männerbund kennen. Das ist dann das Bündische, das fängt an bei Studentenverbindungen und Clubs, das geht aber auch weiter bis zum modernen Staat als Männerbund. Da wären wir dann auch wieder bei der politischen Ebene, die das Ganze hat, also dass Geschlecht und Politik untrennbar miteinander verbunden sind. Und sehr wichtig ist hier natürlich auch das Militär. Also da ist sehr viel über Kameradschaft auch gearbeitet worden. So ein wechselseitige männliche Selbstbestärkung eben auch. Und dann ein drittes Feld, wo sehr viel gemacht worden ist, ist das Feld von Vaterschaft und Familie. Und das ist dann auch wiederum sehr stark mit dem Feld der Berufstätigkeit verbunden, weil Breadwinning, also die Brötchen nach Hause bringen, als eine zentrale männliche Aufgabe in modernen Gesellschaften beschrieben worden ist. Und das hat wieder was mit dieser Einteilung in öffentliche, außerhäusige Sphäre und häusliche Sphäre zu tun, was sich da eben wieder einschreibt. Aber also wie gesagt, mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Bereiche, also wo jetzt in letzter Zeit relativ viel auch zugemacht worden ist, ist beispielsweise Gesundheit als ein sehr stark geschlechtlich kodiertes Feld, Körpergeschichte natürlich sowieso, in dem Bereich vielleicht auch Sport, wo in der letzten Zeit mehr anfängt zu entstehen, wobei man dann noch erstaunt sein kann, wie viel Sportgeschichte es immer noch gibt, wo Geschlecht überhaupt keine Rolle spielt in der Analyse. Oder Jugend und Gewalt wären vielleicht auch noch Themen, in denen Männlichkeitsgeschichte sehr präsent ist. Aber klar, nochmal, also wichtig ist kein Thema, sondern eher eine analytische Perspektive.